schwarze. In den endlosen goldenen Graslandschaften des Masai Mara Reservats in Kenia wurde in einer regnerischen Nacht ein Elefantenbaby geboren. Seine Mutter, die durch die lange Schwangerschaft bereits geschwächt war, brach nur wenige Stunden nach der Geburt zusammen und starb. Die ganze Elefantenherde trauerte, doch eine sanfte Elefantenkuh der Herde eilte herbei, um das arme Waisenkind großzuziehen. Elefantenbabys wachsen in der Herde auf, fühlen sich aber ohne ihre leibliche Mutter, die sich um sie kümmert, verloren. Es ist hyperaktiv, jagt oft kleine Vögel oder rennt herum und stört die ruhenden Elefanten. Viele erwachsene Elefanten sind von diesem Unfug genervt und stoßen oft lautes Gebrüll aus, das über die Graslandschaft hallt. Manchmal schlagen sie die Elefantenbabys sogar sanft mit dem Rüssel weg, was diese erschreckt und dazu führt, dass sie ihnen unbeholfen ausweichen. Die kalte Luft aus dieser Ferne machte sein junges Herz jeden Tag einsamer und trauriger. Viele Nächte stand es still am Rande der Herde und blickte mit leerem und einsamem Blick zum Sternenhimmel hinauf. Schließlich, als nach einer langen Nacht die Morgendämmerung anbrach, beschloss es, den Schwarm zu verlassen und seine einsame Reise anzutreten. Elefantenbabys laufen langsam über weite Felder aus trockenem Gras, wo der Boden durch die sengende Sonne der Trockenzeit aufgerissen ist. Die Mittagssonne brannte auf seinen Rücken, verbrannte seine Haut und ließ ihn schnell und schwer atmen. Es suchte nach jeder trockenen Wasserpfütze und hoffte, ein paar Schlucke zu bekommen, um den brennenden Durst in seiner Kehle zu stillen. Der Hunger quälte es, sein leerer Magen machte seine kleinen Schritte langsamer und wackeliger. In der Ferne hörte er das tiefe Brüllen von Löwen und Leoparden, was ihn vor Angst die Ohren kräuseln ließ. Glücklicherweise ist es bisher noch keinem Raubtier begegnet, aber die Angst ist immer noch in seinem Kopf. Der heiße Wind fegte vom wilden Grasland herüber und wirbelte Staub und Sand auf, der an seiner faltigen Haut und seinen müden Augen klebte. Als die Sonne unterging, fand es einen einsamen alten Baum, der mitten in einer weiten Graslandschaft stand. Es lag zusammengerollt unter dem spärlichen Blätterdach der Bäume und lauschte dem Zirpen der Insekten, vermischt mit dem kalten Nachtwind. Erschöpft nach einem Tag des Umherwanderns schlief er ein, wurde jedoch gelegentlich durch das Echo wilder Tiergeräusche in der Ferne aufgeschreckt. In seinem unruhigen Schlaf rollte sich sein kleiner Körper zusammen, als wolle er sich vor der gefährlichen Dunkelheit schützen. Die lange Nacht verging langsam und er schien nach der harten Reise erschöpfter denn je. Als die Morgendämmerung anbrach, fielen die ersten Sonnenstrahlen auf die noch immer von kaltem Nebel bedeckten Graslandschaften. Das Elefantenbaby wurde durch das Geräusch eines Automotors geweckt, das von einer unbefestigten Straße in der Nähe widerhallte. Es stand langsam auf, seine Beine zitterten, aber in seinen Augen glitzerte eine schwache Hoffnung aufs Überleben. Ein alter Pickup der Rangerstation fuhr langsam auf dem roten, staubigen Pfad vorwärts. Plötzlich sprang ein Elefantenbaby vor das Auto und zwang den Fahrer zu einer Vollbremsung. Zwei Ranger, David Okoro und Samuel Ndlovu, blickten erstaunt auf das dünne, aber tapfere Tier hinab. Sie sahen sich auf dem Rasen rund um das Auto um, konnten jedoch in der Nähe keine Elefanten entdecken. David kam langsam näher und streckte sanft seine Hand aus, als wolle er das zitternde kleine Wesen trösten. Das Elefantenbaby trat einen Schritt zurück, rannte jedoch nicht weg, seine Augen folgten weiterhin der ausgestreckten Hand. Samuel seufzte, wenn er hier bleibt, wird er bestimmt von einem Löwen oder Leoparden angegriffen, bevor er die Nacht übersteht. Sie sahen sich beide an und nickten. Sie beschlossen, es zur Station zurückzubringen, um sich um das kleine Leben zu kümmern und es zu retten. David öffnete den Rüssel, gab dem Elefantenbaby ein Zeichen und überraschenderweise kletterte es gehorsam hinein und lag still da, als ob es verstanden hätte. An einem sonnigen Morgen hielt das Auto vor dem Tor der Rangerstation. Die graue Haut des Elefantenbabys war noch vom Straßenstaub bedeckt. Sie holten es herunter und führten es zu einem großen, überdachten Stall, der mit sauberem, duftendem Heu ausgelegt war. Das Elefantenbaby setzte sich müde hin, aber mit weniger Panik in den Augen als in der Wildnis. Ein Tierarzt namens Dr. Joseph Mbeki kam eilig herein und trug eine Tasche mit medizinischer Ausrüstung für Großtiere.
Er untersuchte vorsichtig jeden kleinen Kratzer am Körper des Elefantenbabys, maß seine Herzfrequenz und überprüfte seine Reaktion. Nach einer gründlichen Untersuchung gab Dr. Joseph bekannt, dass es lediglich erschöpft und leicht geschwächt sei und keine ernsthaften Verletzungen aufweise. Als Samuel und David dies hörten, atmeten sie erleichtert auf und schüttelten sich mit einem hoffnungsvollen Lächeln die Hände. Sie brachten dem hungrigen Elefantenbaby Eimer mit sauberem Wasser und Flaschen mit speziell zubereiteter Milch. Das Elefantenbaby trank begeistert Milch, wedelte manchmal schelmisch mit seinem Rüssel und verschüttete Wasser, was alle vor Freude zum Lachen brachte. Allmählich kehrte Leben in seine funkelnden Augen zurück, und jeder liebte dieses kleine Geschöpf noch mehr. Dr. Joseph weist jedoch darauf hin, dass es die Nähe und Wärme seiner Mitmenschen braucht, um seinen Geist wiederherzustellen. Nach einer kurzen Diskussion schlug David vor, es in das halbwilde Gebiet der Station zu bringen, wo eine Elefantenkuh ihr Kalb säugte. Am nächsten Tag fuhr Samuel das Elefantenbaby unter klarem blauen Himmel und sanftem Morgensonnenlicht in das halbwilde Gebiet. Das Elefantenbaby stieg langsam aus dem Auto, seine Augen waren weit geöffnet und er beobachtete die neue Szene mit Vorsicht, aber auch Neugier. In der Ferne graste eine sanfte erwachsene Elefantenkuh im Schatten eines Baumes, neben ihr war ein weiteres, etwa einjähriges Elefantenbaby. Die Elefantenkuh hob den Kopf, um einen Blick auf den Neuankömmling zu werfen. Ihre Ohren flatterten leicht, zeigten jedoch keine Anzeichen von Bedrohung. Das verwaiste Elefantenbaby stand einige Sekunden still und ließ die Ohren hängen, als versuche es, den Mut aufzubringen, einen Schritt nach vorne zu machen. Das Elefantenbaby der Elefantenmutter, von Natur aus neugierig, näherte sich seinem neuen Freund und berührte ihn zur Begrüßung sanft mit seinem kleinen Rüssel. Das verwaiste Elefantenbaby war etwas erschrocken, bewegte dann aber sanft seinen Rüssel als Reaktion darauf und seine Augen funkelten, als ob es beruhigt wäre. Nach nur wenigen Minuten der Unbeholfenheit begannen die beiden, umeinander herumzurennen und wie echte Kinder auf dem Rasen zu spielen. Die Elefantenkuh beobachtete sie eine Weile und graste dann weiter, scheinbar mit der Akzeptanz des streunenden Tieres. David und Samuel standen neben Dr. Joseph außerhalb des Zauns und lächelten zufrieden über die rührende Szene. Das Sonnenlicht des frühen Morgens spiegelte sich auf der grauen Haut der 3 Elefanten und verlieh der Szene eine seltsam warme und friedliche Atmosphäre. Das verwaiste Elefantenbaby scheint nach Monaten des Verlassens und Umherirrens in der Wildnis ein Gefühl der Zugehörigkeit gefunden zu haben. Die Luft hier ist erfüllt vom Duft frischen Grases, vermischt mit den Freudenschreien zweier glücklicher Elefantenkinder. An diesem Nachmittag standen 3 Elefanten zusammen im Schatten eines großen Baumes am Rand der Scheune und mieden das blassgelbe Sonnenlicht des Sonnenuntergangs. Das verwaiste Elefantenbaby legte seinen Kopf auf seinen neuen Freund, die Augen halb geschlossen, und sah vollkommen friedlich und sicher aus. Die Elefantenkuh berührte mit ihrem langen Rüssel sanft seinen Rücken, um ihm mütterliche Zuversicht zu geben. Zum ersten Mal seit Monaten der Verlassenheit spürte es die Wärme einer Familie und einen zuverlässigen Schutz. David stand mit verschränkten Armen da und tauschte einen zufriedenen Blick mit Samuel, während er zusah, wie sich das Tier langsam an seine neue Umgebung gewöhnte. Dr. Joseph notierte mit zufriedenem Gesichtsausdruck sorgfältig den Gesundheitszustand und das Verhalten des Elefantenbabys in einem kleinen Notizbuch. Der Sonnenuntergang färbte die fernen Graslandschaften golden, eine kühle Brise wehte und ließ das Gras sanft schwanken. Die 3 Elefanten standen Seite an Seite und wirkten so harmonisch, als wären sie schon lange zusammen. In diesem Moment schienen alle Angst und Einsamkeit aus der zerbrechlichen Seele des Elefantenbabys zu verschwinden. Seine kleinen, hübschen Ohren zitterten sanft in der kühlen Nachmittagsbrise, als würden sie die Liebe seines neuen Zuhauses willkommen heißen. Samuel sagte leise zu David und Dr. Joseph: Heute haben wir das Schicksal eines kleinen Lebens verändert. Als der Himmel dunkler wurde, erschien hinter den Bäumen in der Ferne die Mondsichel und erhellte das Bild einer glücklichen Elefantenfamilie. Das Elefantenbaby hat sein Zuhause wiedergefunden und muss nicht länger allein durch die gefährlichen Graslandschaften wandern. Es weiß, dass es bei der Elefantenkuh und seinem neuen Freund beschützt und geliebt wird wie nie zuvor.
Ein neues Kapitel im Leben des Elefantenbabys beginnt, voller Hoffnung und Wärme in der Wildnis der Masai Mara.